So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, ich nehme jetzt direkt mal wieder die Kamera mit in die Hand, weil es passiert sehr viel hier gerade, also so viele Einzelschritte und ich möchte es gerne festhalten und der Henning nimmt euch jetzt mit und zeigt euch, wie ihr hier den Kamin jetzt abmacht, aufstimmt. Und Linda geht in den Staubschutzraum. Nee, ich gehe jetzt runter, mir ist es zu kalt hier oben, ich kann jetzt hier nicht helfen leider. Ich meine mal, also der Plan ist jetzt hier vorne den Kamin abzutragen, nicht komplett, aber zumindest den alten Klinker bis zu der Stelle, wo es hier so ranzig verputzt ist. Das habe ich damals unterm Dach verputzt, also hier war die Dachschräge, so, deswegen sieht das auch so spackig aus. Ich stelle die Kamera jetzt einfach hier ab und dann geht's los. Ich habe mir jetzt noch eben eine Schutzmaske besorgt, eine Mütze und es kann losgehen. Also ich würde mal sagen, das hat sich gelohnt, den hier runterzureißen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ihr seht ja, man kann die Lego-Steine auseinandernehmen. Die liegen teilweise nur noch drauf mit Sand dazwischen. Ich zeige das hier nochmal. Also links ist das Edelstahlrohr von der Gasheizung, das ist von unserem Kaminofen und das war in so einem Schamottrohr. Das haben die wohl früher schon mal saniert. Und ja, man kann die Steine halt tatsächlich einfach runternehmen. Hier ist der Haufen. Ich muss halt nur aufpassen, dass mir da nichts in die Rohre reinfällt, weil die Gasheizung ist noch angeklemmt, also nicht, dass der Krümel reinkommt.
Wir filmen jetzt mal die Linda ein bisschen. Ja. Aha. Ich sehe ein bisschen fertig aus. Ich war eben gerade noch unterwegs. Ich habe mich nicht geschminkt oder so. Oh mein. Ich will es nur gerade testen. Linda macht Pfannkuchen. Neuer Tag, neues Glück. Und zwar haben wir uns einen Gimbal organisiert. Das heißt, wir können jetzt hier mit der Kamera schöner filmen. Währenddessen Linda Pfannkuchen macht. Also wenn ihr sie riechen könntet, die riecht lecker nach Pfannkuchen. Ich habe ja gestern oben schon den Abriss gemacht und gehe jetzt wieder nach oben, um da weiterzumachen. Genau. Kokomann hat... Wo ist er? Da. Genau. Linda muss mal gelobt werden, die macht mich immer leckeres Essen. Hier gibt es schöne Pfannkuchen. Pancakes. Lecker. Ich hatte noch Teig über gehabt. Linda hat noch Teig über gehabt. Verbrauchen. Ja. Okay, gut. Also, dann gehen wir mal nach oben. Let's go. Fleißiger Mann. Zack. Oh. Mhm. Wow, können wir mal kurz darüber sprechen, wie gut das schon aussieht hier, diese Form, ne? Guck mal, hier sieht man so richtig diesen Übergang. Und bald wird das hier noch aufgestimmt. Boah. Hammer. Boah. Zum Glück habe ich auch keine Fenster geputzt, ey. Zum Glück haben wir den Container noch nicht abholen lassen. Ja. Ja, wir haben oben noch viel Schutt. Und der Container, der steht ja schon länger da. Aber deshalb jetzt ganz gut, dass wir das jetzt noch nutzen und alles da oben entfernen. Voller Staub. So, denn das jetzt natürlich auch noch kurz hier. Die restlichen Steine, die jetzt daneben geflogen sind, die tue ich jetzt noch da rein. Und dann gehe ich erstmal unter die Dusche, mache ein bisschen Pause. Genau, ich habe heute auch körperlich gearbeitet hart. Und ich lasse die Jungs jetzt erstmal da oben arbeiten. Und dann gucke ich nochmal, was ich noch hier in das Video mit reinnehme. Grundstein. Es ist jetzt schon der nächste Tag und ich saß hier jetzt einige Stunden an Hennings Laptop und habe dieses Video hier weitergeschnitten und auch schon das vorherige Video, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ja, der Henning ist jetzt mit einem Kollegen unterwegs, die kommen jetzt beide gleich und die holen die neuen Steine ab für den Kamin oben, um den hochzumauern. Boah. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Da nehme ich euch jetzt noch ein bisschen mit. Ich muss sie mal gleich anrufen, wie weit die Jungs sind, weil die müssen ja noch die ganzen Steine einladen. Ja, ich frage mich auch, wie viel das ist. Bleibt ja noch dran. Ja, ich denke mal so 20 Minuten sind wir wahrscheinlich fertig. Cool. Ja, bis gleich, ich freue mich. Ja. Ciao. Ihr habt ja gerade gehört, ich habe jetzt mal mit dem Henning telefoniert. Also die sind jetzt schon hier voll im Gang am Einladen. Ich werde mir dann Arbeitskleidung anziehen und Handschuhe und dann helfe ich den Jungs später mit ausladen. Ich höre den Henning.
Ja, der Henning ist jetzt da. Kokoman hat auch gute Laune. Hallo. Ich muss jetzt mal den alten Akkuschrauber rausfahren, weil ich meinen Aufnahme gar nicht mit habe. Warum nicht so? Oh, ich hab was. Das wäre noch besser. Ja, so, der Zaun muss jetzt einmal hier entfernt werden, ein Teil. Denn die ganzen Steine sind hier in dem Auto drin und können jetzt ausgeladen werden. Genau, also habt ihr gehört, Linda zieht sich jetzt einmal um. Und wir machen das so, dass einer oben auf dem Gerüst steht. Ich stehe unten, lade die ganzen Steine in den Garten und unser Arbeiter bringt das dann nach oben zum Henning aufs Gerüst. Und Henning tut es dann vom Gerüst hoch auf den Dachboden. Okay, also wir haben jetzt schon eine Menge Steine und ich mache das jetzt so, der Henning zeigt mir das jetzt einmal, wie ich stapeln soll in die Eimer. Ja, immer so ein paar rein und dann wird das Stück für Stück nach oben gezogen. Mal gespannt, wie lange wir brauchen, Henning. Eine Stunde bestimmt noch mindestens. Ja. Das sind ganz schön viele Steine. Das ist jetzt alles nur für den Kamin, ne? Ganz ehrlich, ja. Boah. 3x5 und dann hin. So, so mache ich das. Okay. Und ganz wichtig, immer beim Hochziehen Abstand halten. Das ist ja klar, ne? Weil letztens den Henning Eimer abgerissen. Ja. Und dann aber ist die der hier Eimer können nicht hier. abreißen. Zack, ja trotzdem. Immer Sicherheitsabstand. So, ihr Lieben, einen Tag später. Wir waren fleißig, alle Steine stehen jetzt da. Und einige sind doch schon oben, also es ist nicht alles, was wir haben.
Ich wollte euch das jetzt gerade nochmal oben zeigen. Es ist sehr staubig jetzt natürlich oben. Ich gucke jetzt nochmal, was ich da jetzt auf die Kamera mit drauf bekomme. Der Henning hat ja mit den Kollegen dann oben schon was hochgebracht. Und den Kamin habe ich euch auch noch nicht gezeigt, wie es jetzt aktuell ausschaut. So, Linda klettert jetzt nochmal extra hoch. Oh, ist schon hell. Moment. Oh, da steht ja gar nichts mehr. Guck mal. Wow. Die haben alles runtergerissen. Hab ich noch gar nicht gesehen. So, Leute. Moment. Ist gerade ein bisschen kompliziert. Ich gehe jetzt nicht ganz nach oben, weil es sehr, sehr staubig ist. Aber guck mal. Hier steht jetzt alles gestapelt. Und wie es damit weitergeht mit dem Hochmauern und so weiter, das wird alles in den nächsten Videos kommen. Ich würde jetzt an dieser Stelle hier einen kleinen Cut machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann in den nächsten Bauvlogs. Tschüss!